mal hier, das sind die aufregendsten Sachen der CES 2026. Das ist übrigens die größte Tech-Messe der Welt. Und die findet gerade in Las Vegas statt. Lego mit Soundeffekten, hui, Computer in der Tastatur, hui, Roboter, die Waschmaschinen ausräumen, hui. Wir haben die spannendsten Sachen rausgesucht und das, indem wir einfach geguckt haben, was bei uns ganz persönlich den größten Haben-will-Reflex ausgelöst hat. Ja gut, oder was wir am peinlichsten fanden. Bleibt dran. Liebe Hackerin, hui, liebe Internetsurfer, hui. Herzlich willkommen hier bei... Wir hören immer wieder, dass viele von euch weg wollen von den ganzen Cloud-Anbietern in den USA. Und da kommt unser Sponsor ins Spiel. Das ist nämlich Internext aus Valencia in Spanien. Die bieten einen Open-Source-Cloud-Speicherdienst an, der den Fokus auf Datenschutz und Sicherheit legt. Internext verspricht Zero-Knowledge-Verschlüsselung und Post-Quanten-Kryptographie. Die Komponenten liegen hier alle auf GitHub, ihr könnt also genau nachschauen, was da so passiert. Und was außerdem besonders ist, ihr müsst kein Abo abschließen, sondern Internext bietet auf Wunsch auch einen Einmalkauf an, also quasi ein lebenslanges Abo. Außerdem gibt's VPN, Antivirensoftware und Cleaner obendrauf. Die Clients gibt's für Windows, Mac und natürlich auch für Linux. Mit dem Code CT3003 gibt es 87% Rabatt und das ist deutlich mehr als der Standardrabatt auf der Website. Link ist in der Beschreibung. Werbung Ende. Ja, den inoffiziellen CT3003 Hype-Pokal bekommt auf jeden Fall Lego, die einen, Lego-Stein vorgestellt haben. Ja, der sieht aus wie der ikonische 4x2 Lego Standardstein, aber drin ist Hightech. Und Lego feuert wirklich PR-mäßig aus allen Rohren. Also seit über 10 Jahren sei das Ding in der Entwicklung. 25 Patente seien angemeldet worden. Alles nur für die neue Smart Play-Serie von Lego. Beziehungsweise für diesen einen Lego-Stein. Ja, und da drin stecken ein Akku, mehrere RGB-LEDs, Soundchip, Lautsprecher, Mikrofon und das eigens entwickelte Neighbor Position Measurement System. NPM. Ja, das arbeitet mit Kupferspulen, also Nahfeldfunk und kann damit spezielle Lego-Minifiguren und die neuen SmartTech Lego-Teile im Raum lokalisieren. Also relativ zum Smart Brick. Der Smart Brick, das ist quasi die Schaltzentrale. Aber damit das Ganze Spaß macht, braucht man nicht nur den Smart Brick, sondern braucht man noch diese 2 weiteren Lego-Elemente, die Smart Text und oder so eine Minifigur mit Spule drin. Kleines Beispiel, ihr baut so einen Hubschrauber, in dem so ein 4x2 Smart Brick drin steckt und dann passiert erstmal noch gar nichts, aber sobald ihr dann das entsprechend vorbereitete Smart Tag mit einbaut, dann weiß der Smart Brick, aha, ich bin ein Hubschrauber, also mache ich Hubschraubergeräusche und blink vielleicht so ein bisschen rum. Hält man den Hubschrauber auf den Kopf, merkt der Smart Brick das und kann entsprechende, ich stürze gleich ab, Geräusche machen und ja, was weiß ich, rot leuchten. Ja, und kommt man dann auch noch so einer Minifigur nahe, könnte dann sowas ertönen wie, oh nein, bitte mir nicht auf den Kopf fliegen. Aber es kommt nicht aus der Minifigur, sondern aus dem Smart Brick Lautsprecher, weil Smart Tag und Minifig, die arbeiten passiv, haben also nur eine Spule drin und haben keinen Akku und keinen Lautsprecher. Also die ganze aktive Technik steckt im Smart Brick. Was ich wirklich gut finde daran, man muss den Kram nicht mit einer Smartphone-App oder so koppeln, sondern das soll alles autark out of the box funktionieren. Man kann die Smart Bricks über Bluetooth updaten, also das muss man ja können. Wenn man mal einen Smart Brick von 2026 hat und dann den mit einem Set von 2028 benutzen will, dann kann der alte Smart Brick das ja gar nicht wissen, also muss der geupdatet werden. Der Brick muss ja irgendwie die Sound-Samples und solche Sachen herbekommen. Übrigens sagt Lego, dass man zurzeit noch nicht selber irgendwelche Sachen programmieren kann oder irgendwelche Sprachsamples einsprechen. Lego schließt aber nicht aus, dass sie das in Zukunft machen wollen. Achso, ja klar. Und den Smart Brick, den muss man natürlich laden. Das geht aber natürlich auch induktiv. Das heißt, da muss man kein Kabel reinstecken, sondern man hat dann so eine kleine Ladestation und stellt die Smart Bricks da drauf oder den Smart Brick. Was ich ganz gut finde, dass Lego tatsächlich sagt, dass das auch noch klappen soll, wenn der Stein jahrelang irgendwo rumgelegen hat. Das ist ja sonst oft ein Problem mit Akkus, also Tiefentladung und so. Also daran ist gedacht. Lego sagt auch, dass das eingebaute Mikrofon nicht irgendwie zum Abhören missbraucht werden kann, sondern nur dazu dient, mit Klopfen oder so irgendwelche Funktionen auszulösen.
Naja, also wollen wir mal abwarten, was der CCC so macht, wenn der das Teil in die Finger bekommt. Apropos in die Finger bekommen, das geht am 1. März. Dann sollen die ersten Sets in den Handel kommen. Man kann die ab dem 9. Januar auch sogar vorbestellen, die Dinger. Achso, welche Dinger überhaupt? Ja, die ersten Sets, die da kommen mit dieser Smart Play Technik, das sind alle Star Wars Sets. Das preisgünstigste ist Darth Vaders TIE Fighter. Der kostet 69,99 €. Da sind 473 Teile drin, davon ein Smart Brick und eine Smart Play kompatible Minifigur. Also ich muss sagen, von den Sachen, die ich weiß und die ich gesehen habe, hätte ich direkt Lust damit zu spielen. Aber 70 € sind natürlich auch schon heftig. Und ich muss sagen, so richtig kann ich es mir noch nicht vorstellen, wie toll das ist. Oder ob das einfach nur so ein Effekt ist, den man nach 10 Sekunden schon durch hat. Muss ich mir wirklich angucken. Will ich mir auch angucken. Testen wir vielleicht sogar hier bei 3003. Mal sehen. Ja, aber richtige Computertechnik gab es natürlich auch auf der CES. Sehr interessant fanden wir das HP EliteBoard G1A. Diese kleine Tastatur hier sieht auf den ersten Blick super unspannend aus, ist sie aber nicht, denn da steckt ein kompletter PC drin. Ein mobiler x86-Rechner, den man per USB-C an Bildschirme anschließen kann. Laut HP soll sich der Tastatur-PC besonders für Arbeitnehmer mit wechselnden Arbeitsplätzen eignen. An denen muss dann halt nur ein Bildschirm und eine Maus stehen. Das Ding zu transportieren sollte auch echt easy sein, weil mit 726 Gramm ist die Tastatur einfach nur ein bisschen schwerer als ein Steam Deck. Drin steckt ein Ryzen AI 300 Prozessor mit bis zu 8 Kernen, maximal 2 TB SSD-Speicher und bis zu 64 GB RAM. Falls euch das Prinzip irgendwie bekannt vorkommt, ja, sowas gibt es schon mit Raspi. Zum Beispiel hier mit dem Raspi 400 oder auch neuerdings mit dem Raspi 500, die aber deutlich weniger Leistung haben als das Teil jetzt von HP. Was das Ding kosten soll, hat HP bisher noch nicht gesagt, nur dass es wohl im März rauskommen soll. Ja, und dann gab es auch noch neue Prozessoren. Zum Beispiel von Intel, die endlich den Panther aus dem Sack gelassen haben. Ja, die Panther Lake Architektur haben die released, die offiziell Core Ultra 300 heißt. Ist für Notebooks und Achtung für Gaming Handhelds gedacht. Und da hat Intel tatsächlich schon Acer, MSI und GPD genannt, die allesamt solche tragbaren Spielkonsolen rausbringen wollen. Warum? Ja, weil das ist nämlich das Besondere an den Panther Lake Chips. Das ist die integrierte B390 Grafikeinheit. Die ist ziemlich schnell. Laut Intel bis zu 77% schneller als der eigene Lunar Lake Vorgänger und bis zu 73% schneller als ein AMD Ryzen AI 9 HX 370 mit Radeon 890M. Dafür haben allerdings die Panther Lake Chips eine höhere minimale Leistungsaufnahme. Die liegt jetzt bei 25 Watt. Vorher gab es auch 15 Watt Chips. Dafür sinkt aber die maximale Leistungsaufnahme auf standardmäßig 65 Watt und die Effizienz bei geringer Last, die steigt. Also Intel sagt zum Beispiel, dass das Lenovo IdeaPad mit dem neuen Topmodell Core Ultra X9 388H beim Netflix-Streaming sage und schreibe 27 Stunden durchhält. Und das ist schon ein ziemlich guter Wert. Die CES war immer schon voller Roboter. Dieses Jahr aber wirklich besonders krass. Und ja klar, Roboter sind cool und manchmal süß und machen sich auch auf so einer Keynote-Bühne gut. Aber es ist auch klar, dass das in den meisten Fällen eben Dekoration ist oder irgendwelche Visionen und keine wirklichen Produkte. So leider auch Cloyd von LG, den man auf der CES sehen konnte, wie er kocht und Wäsche faltet. Aber wenn ihr euch so Hoffnung macht wie ich, müsst ihr nicht, weil das dauert noch, wenn das Ding denn überhaupt so kommt, wie es da zu sehen war. Der LG-Konkurrent Samsung hat 2020 ja den Kugelroboter Ballleaf gezeigt, auch auf der CES, und den gibt's halt bis heute nicht. Also 6 Jahre später. Ein bisschen konkreter ist der Switchbot Onero H1, der angeblich noch in diesem Jahr lieferbar sein soll, für unter 10.000 €. Aber ganz ehrlich, ich spreche ja aus langjähriger CES-Erfahrung, man darf skeptisch sein. Auch wenn der Onero H1 nicht auf 2 Beinen läuft, sondern quasi nur auf dem Staubsaugerroboter montiert ist, weiß ich nicht. Deutlich aufregender und leider auch deutlich teurer ist der Atlas von Boston Dynamics, der nach vielen Jahren jetzt wirklich in Serie geht. Also nicht als Haushaltsroboter, sondern zum Beispiel in einem US-amerikanischen Hyundai-Werk, wo das Ding Dachgepäckträger sortiert. 50 Kilogramm soll so ein Atlas tragen können und ja, Sachen beherrschen, die Menschen definitiv
nicht können. Also was man auf jeden Fall verzeichnen kann, ist, dass der KI-Boom auch wirklich große Fortschritte im Machine Learning hervorgebracht hat und dass das tatsächlich gerade die ganze Roboterbranche ziemlich nach vorne bringt. Aber Mainstream ist das Thema noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. So, und jetzt aber zu einer ganz besonderen CES-Spezialität: Gadgets, die oft auch unnütz sein können und auch ziemlich lustig aussehen, wie Glide, die erste KI-gesteuerte Haarschneidemaschine. Ja, also ich würde es nicht ausprobieren, sage ich ganz offen. Aber so in Gadget-Sachen interessanter fanden wir dieses BlackBerry-artige Smartphone namens Communicator mit physischer Tastatur von der Firma Klicks. Die waren bisher für diese Handyhüllen mit so einer angehängten Tastatur bekannt. Die Idee war an sich ganz cool, aber so ein langgezogenes Handy, das sah auch irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Naja, auf jeden Fall haben die jetzt ihr eigenes Smartphone angekündigt mit einem kleinen, fast quadratischen OLED-Bildschirm und auch einer physischen Tastatur. Die ist zusätzlich noch berührungsempfindlich und man kann da drüber wischen, um zum Beispiel zu scrollen. Das Ding wird als Smartphone für Smartphone vermarktet. Ja, okay. Also die Idee dahinter ist, dass man den Communicator quasi ausschließlich für Kommunikation benutzt und sich dadurch weniger zum Doomscrolling verleiten lassen soll. Einer der Werbeclaims ist auch Designed for doing, not Doomscrolling. Okay, also sich ein zweites Smartphone zu kaufen, um weniger am Smartphone zu sein, das ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Ja, die Idee dahinter muss man mal gucken, da muss man mal testen. Man kann das Teil eben entweder als Erweiterung zum Hauptsmartphone verwenden, wie bei einer Smartwatch, oder aber auch natürlich komplett eigenständig, was ich irgendwie interessanter finde. Denn der Klicks Communicator ist ein voll funktionsfähiges Android-Smartphone. Ja, und da sind natürlich auch Kameras drin, die sind aber jetzt nichts Besonderes. Was aber besonders ist, ist, dass das Ding einen 3,5 mm Klinkenanschluss hat und hier an der Seite auch noch einen Knopf mit LED, die man einstellen kann. Also wenn zum Beispiel eine Nachricht von WhatsApp offen ist, dann leuchtet die grün, bei Signal blau und so weiter. Das gab es ganz früher schon mal und das ist irgendwie immer noch ganz charmant. Der Klicks Communicator kostet im Early Bird Preis $399 und soll später im Handel dann $499. Ob und wann der nach Europa kommt, ist aber leider noch unklar. Wir bleiben da mal dran. Klicks hat übrigens auch noch das Power Keyboard angekündigt. Das ist quasi eine Powerbank, die man hinten an ein Smartphone dran packt und bei der man dann eine Tastatur ausklappen kann. Das ist auf jeden Fall eleganter als diese lange Handyhülle mit Keyboard. Und was ich noch witzig fand, im Ankündigungsvideo sagt einer der Gründer am Anfang, dass er schon so viele Keynotes gesehen hat und sich freut, jetzt mal alles ganz anders zu machen. Ja, und dann folgt so eine 1:1 Kopie von diesen Standard-Apple-Keynotes, wo alle alles vom Teleprompter ablesen und aussehen, als würden sie einen Stromschlag kriegen, wenn sie sich versprechen. Und genau die gleichen Animationen und so wie bei Apple. Ja, also ist schon irgendwie ein bisschen lustig, aber die Produkte trotzdem ganz interessant. Müssen wir auch mal testen. Wenn das Essen nicht rechtzeitig auf dem Tisch steht, könnte es daran liegen, dass man das Messer nicht aufgeladen hat. Zumindest, wenn man das Ding hier hat. Das ist das C200 Ultrasonic Schneidemesser von Ciel Ultrasonic. Sieht erstmal aus wie ein stinknormales Messer, aber wenn man diesen orangen Knopf hier drückt, fängt das an zu vibrieren. Also ja, wie eine Zahnbürste. Das Ding vibriert über 30.000 Mal pro Sekunde und dadurch soll man laut Hersteller 50% leichter schneiden können und Lebensmittel sollen dadurch auch weniger an der Klinge kleben bleiben. Ihr kennt es ja vielleicht von Knoblauch. Dabei soll man die Vibration weder sehen, hören noch fühlen, also im Gegensatz zu einer elektrischen Zahnbürste. Und ja, im Promomaterial sieht das schon beeindruckend aus, aber naja, so ein sehr gut geschärftes Messer schneidet ja auch ganz gut, ne? Also die Frage ist, ob das Messer auch, wenn es so leicht angestumpft ist, durch die Vibration weiter so krass schneidet, muss man auch mal schauen. Also zumindest wirkt der Hauptentwickler sehr passioniert und stolz auf seine Erfindung und das finde ich ganz sympathisch. Das Ding kostet einzeln 329 €, was sich viel anhört, aber wenn man sich ein bisschen in der Welt von Premium-Schneidemessern umschaut, ist das gar nicht mal so teuer. So Messer-Nerds, die latzen auch mal 1.000 € pro Messer. Zusätzlich kann man sich übrigens auch noch so eine Ladestation in Holzoptik für 119 € dazu holen oder das Ganze im Bundle für 399 € bestellen. Ist also auf jeden Fall eleganter, als immer den Akku rauszuholen und per USB-Kabel zu laden. Ich bin gespannt, ich glaube, das würde ich auch gern testen. Ja, und ganz weit oben auf der Liste von Dingen, die man eigentlich nicht braucht, die ich aber trotzdem haben will, ist dieser super süße Smartphone-Controller. Das ist das 8BitDo FlipPad und ist ein super kleiner Controller, der sich per USB-C mit dem Smartphone verbinden lässt. Der ragt dann etwas über den Bildschirm und hat auch keine Analogsticks und eignet sich aber dafür dann super für, ja,
Gameboy-Emulatoren, da passt ja auch der Formfaktor und das Ding passt eben in die Hosentasche. Das ist auf jeden Fall transportabler als solche Standard-Smartphone-Controller. Das hier ist ein Smartphone aus Europa, was ohne Google-Dienste auskommt, großen Wert auf Datenschutz legt und für das man ein Abo abschließen muss. Ja, das ist das MC03 von der Schweizer Firma Punkt, mit einem Punkt dahinter, also Punkt als Wort und einem Punkt dahinter. Ja, das läuft auf dem Betriebssystem AFI oder AFI OS. Und das basiert auf Android AOSP, also der Open-Source-Version von Android, was natürlich ein bisschen lustig ist, wenn man damit wirbt, Google-frei zu sein, aber trotzdem das Google-Betriebssystem benutzt. Aber es laufen eben nicht die Google-Dienste. AFI OS schreibt sich auch auf die Fahne, auf höchste Datenhoheit und Sicherheit fokussiert zu sein. Als Beispiel hält man lange auf einer App gedrückt, öffnet sich ein Menü, in der man mit einem Regler das Datenschutzniveau einstellen kann und einen weiteren, wo man den CO2-Fußabdruck regelt, also den Strombedarf. Ja, CO2-Fußabdruck bei Smartphone-Leistungsaufnahme. Gucke so auf meinen Rechner, der im Betrieb 800 Watt wegballert. Ja, gut, kann man machen, auf jeden Fall beim Handy. Also das Design sieht auf jeden Fall auf den Bildern hier ganz schick aus, so ein bisschen Schweizer Typografie, so Minimalismus und so. Aber ich müsste das Ding wirklich mal benutzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das dann auch noch cool aussieht. Der Haken an der Nummer ist auf jeden Fall, AFI OS gibt es nur im Abo-Modell für 9,99 € im Monat oder halt für 3 Jahre oder 5 Jahre direkt für 129 oder 199 €. Laut Hersteller werden dafür aber keinerlei Daten gesammelt und verkauft. Dafür muss man die Entwicklungskosten halt per Abo bezahlen. Nach dem Motto, wenn du nicht bezahlst, bist du selbst das Produkt. Wenn man das MC03 für 699 € neu kauft, gibt es aber zumindest ein Jahr umsonst. Falls euch das übrigens nicht aufgefallen ist in dem Video, das 3003-Team war in diesem Jahr nicht selbst auf der CES, aber wir haben von den Kollegen Florian und André von der CT, die da vor Ort gerade sind, Material bekommen. Danke dafür. Ja, also schreibt gerne in die Kommentare, welche von den Gadgets hier ihr getestet haben wollt und sagt bitte nicht Boston Dynamics Atlas. Die würde ich zwar auch gerne testen, aber dafür reicht unser Budget nicht und ich glaube, die Dinger kann man auch gar nicht einzeln kaufen, nur als Industriekunde sozusagen im Bundle, obwohl ich die natürlich sehr gerne hier hätte. Schade. Tschüss.